Ja, hier in der Gegend sind die Flächen sehr verwinkelt, nicht unbedingt quadratisch. Wir haben oft viele Ausläufer in den Flächen. Darum ist das wichtig, dass wir via Section Control da eine vernünftige Überwachung haben oder eine vernünftige Abschaltung. Und somit ist die Spritze für diesen Betrieb ein Muss. Ja, mein Name ist Felix Robbes, ich bin 25 Jahre alt, bin hier auf dem Betrieb Stegemann angestellt. Seit ungefähr 2 Jahren haben wir die UF 2002 Feldspritze von Amazone hier auf dem Betrieb im Einsatz. Wir nutzen die für die Frühjahrsdüngung, für sämtliche Pflanzenschutzmaßnahmen. Für uns sind das 2 wichtige Vorteile bei der Spritze. Zum einen ist die Gestängeführung auf 30 Meter Arbeitsbreite ein wichtiger, entscheidender Punkt gewesen, dass das Gestänge auch sauber geführt wird. Und zum anderen ist natürlich auch wegen den kleinen Flächen und verwinkelten Flächen die Einzeldüsenabschaltung Gold wert, damit wir einfach nicht mehr schätzen müssen. Sprich, der Trecker zeichnet auf, wo die Spritze schon gelaufen ist und schaltet somit die einzelnen Düsen der Reihe nach ab, sodass man keine Überlappung hat. Wir haben keine Teilbreiten mehr, die 3 Meter breit sind. Somit passt das in den Ausläufern halt auch, dass man da genaue Abschaltung der Spritze hat und keine Überlappung hat. Ja, früher hatten wir eine 15 Meter Amazone-Spritze hier auf dem Betrieb. Da hat man quasi einmal drum zugespritzt und hat dann abgeschätzt, wie weit das Gestänge von der Fahrgasse in die Fläche ragt und hat dann per Hand ausgeschaltet. Man konnte nie 100% sagen, dass man immer den passenden Punkt erwischt hat. Man hat auch mal Fenster gehabt, wo man nicht gespritzt hat, man hat aber auch mal überlappt. Und das passiert jetzt natürlich nicht mehr. Man hat keine Restmenge, man braucht nicht mehr anmischen, weil man ein bisschen überlappt. Man hat halt 100% genaue Ausbringmenge. Ja, letzten Endes muss der Fahrer eigentlich nur noch die Maschine überwachen, dass alles vernünftig läuft. Wirklich großartig eingreifen in der Spritze braucht man nicht mehr. Ich fahre auf der Fläche drauf, fahre einmal spritzig drum zu, damit er weiß, wo er ausstellen muss. Und dann fahre ich meine Fahrgassen auf und nieder. Viel mehr mache ich nicht mehr.